Die außerordentliche Dynamik des Nationalsozialismus resultierte, wenn man es kurz fasst, eigentlich aus der Überforderung. Man muss sich mal vorstellen, vor allem was die Kriegszeit anbetrifft, einen Krieg zu beginnen, von dem man wusste von Beginn an, dass wenn man ihn nicht schnell gewinnen würde, würde man ihn verlieren. Ein Krieg gegen die Sowjetunion, von dem man wusste, dass wenn man es nicht schaffen würde, innerhalb weniger Monate dieses Riesenland zum Zusammenbruch zu bringen, würde man Riesenprobleme bekommen. All das war ja klar und schon daraus resultierte diese Haltung, wir müssen es ganz schnell und ganz brutal machen, wir können auf keine Rücksicht nehmen. Diese Haltung findet man in allen Akten, überall. Das war auch schon nach 1933 so. Und der Einmarsch in das unbesetzte Rheinland war ein gewaltiges Risiko und eine Überforderung, weil die Franzosen wären leicht in der Lage gewesen, Deutschland wieder zu besetzen. Also das ist ein struktureller Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die Nationalsozialisten, wie viele Diktaturen natürlich, durch die Ausschaltung aller oppositionellen Kräfte und die Gleichschaltung der verschiedenen gesellschaftlichen Interessenverbände auch die Mechanismen und Regularien des Interessenausgleichs abgeschafft hatten. Wie schaffte man eigentlich, wenn es unterschiedliche Interessen gab, kam man da zu einer Lösung? Und das führte immer wieder zu gewaltigen Auseinandersetzungen und Kämpfen zwischen Ressorts. Die gibt es auch in Demokratien. Aber hier gab es gewissermaßen keinen geregelten Weg, die auszugleichen über Institutionen, über Kommissionen oder Ähnliches. Und da wurde immer deutlicher, dass es häufig davon abhängt, welches Ministerium, welche Institution sich durchsetzte, diejenige war, die am ehesten an Hitler war. Weil Hitler galt mehr und mehr als so eine Art Orakel, als letztes Mittel. Und der ersetzte gewissermaßen diese Form des institutionellen Ausgleichs. Und so können wir das auch sehen in Bezug auf die Judenpolitik. Es gab immer wieder unterschiedliche Interessen, wirtschaftliche Interessen etwa oder politische Interessen. Will man jetzt die großen Vermögen, die großen jüdischen Firmen etwa 1937, 38 bereits arisieren oder nicht? Und andere wollten das aus wirtschaftlichen Gründen weiter behalten. Aber dann kam es dazu, dass letztlich immer Hitler die jeweils radikalere Variante bevorzugt hat, in den meisten Fällen jedenfalls. Und das galt dann auch in der Judenpolitik. Hier gab es immer wieder unterschiedliche Interessen. Etwa wollte man die großen jüdischen Unternehmen früh liquidieren oder war es sinnvoller, sie weiterarbeiten zu lassen aus wirtschaftlichen Gründen. Solche Fragen entschied dann in der Regel oder wurden dann in der Regel durch Hitler entschieden oder aber auf die Art und Weise, dass man annahm, was hätte wohl Hitler entschieden auf die Art und Weise. Diese polykratischen Elemente, also sozusagen das Gegeneinander verschiedener Institutionen, gibt es ja in allen Ländern. Und weil es hier keinen Interessenausgleich gab, führte das zu einer gewissen Eskalation der Entscheidungen, die dann immer in die jeweils radikalste Variante ausliefen. Das hat auch in der Frage der Judenpolitik eine entscheidende Rolle gespielt, insbesondere dann im Krieg und insbesondere in der Vorbereitung des Krieges auf die Sowjetunion, wie ich eben erläuterte, dass die entscheidenden Schübe gekommen sind durch militärische Ereignisse, dass der Krieg gegen die Sowjetunion nicht gewonnen werden konnte, nicht schnell gewonnen werden konnte und es dann langes Zögern gab und dann eben die jeweils radikalste Entscheidung gefällt worden ist. Also die sogenannte Polykratie führte dazu, dass in den meisten Fällen die jeweils radikalste, dann auch schnellste Lösung gewählt wurde.